Wenn du im Frühjahr deine Zwischenfrucht mit Glyphosat behandeln musst, weil zum Beispiel die Pflanzen ausgesamt haben und jetzt wieder keimen, oder weil die Pflanzen nicht abgefroren sind, oder weil überwinternde Pflanzen da sind, die beseitigt werden müssen, dann gibt es bei dieser Glyphosatbehandlung ein paar Dinge, die man berücksichtigen soll. Was hat es mit der Aufwandmenge auf sich? Was ist mit der Konzentration, das heißt, wie viel Wasser pro Hektar soll man fahren? Was ist mit Additiven, Zitronensäure, Borsäure, Ammonsulfat, Öle, Netzmittel? All diese Dinge gilt es zu berücksichtigen und ich zeige dir im Video die wichtigsten Hacks zur Glyphosatbehandlung. Hallo und herzlich willkommen bei diesem Video von Farm to Farm. Mein Name ist Christoph Gutscher. Ich freue mich, dass du dabei bist. Und gleich vorweg, ich weiß, Glyphosat kann bei manchen Leuten außerhalb von der Landschaft ein strittiges Thema sein. Da möchte ich nicht drauf eingehen. Da gibt es Bessere, die besser darüber Bescheid wissen. Wir wenden das an und wir wollen das Beste daraus machen. Und zwar natürlich so wenig wie möglich, so viel wie nötig. Es geht also um die Glyphosat-Anwendung in einem Zwischenfruchtbestand. Warum spreche ich so oft über Zwischenfruchtbestände? Weil wir auch als Farm-to-Farm Zwischenfruchtmischungen anbieten, hochdiverse Mischungen, die abgestimmt sind, die das Ziel haben, deine Bodenfruchtbarkeit auf ein neues Level zu heben. Das machen wir auch noch mit einer Saatgutbehandlung. Das heißt, das Zwischenfruchtsaatgut ist behandelt mit Spurenelementen, einer Biostimulanz, einer Farbe, dass du das Saatgut bei der Ablage, bei der Aussaat besser finden kannst. All das sind unsere Special Features, wenn man so will, von unserem Zwischenfruchtsaatgut. Stecken da sehr viel Know-how rein, deshalb auch all die Videos. Wenn dich das interessiert, dann schau mal auf unsere Website www.farmtofarm.eu. Aktuell haben wir auf unsere Max-Mischungen einen Frühbezug von 5% Rabatt und die halben Versandkosten, Big Bags versandkostenfrei. Das alles könnte interessant für dich sein. Schau auf die Website www.farmtofarm.eu. Wann ist also eine Glyphosat-Anwendung in der Zwischenfrucht nötig? Zum Beispiel kann das sein, wenn die Zwischenfrucht ausgesamt hat und diese Pflanzen kommen, keimen und die gehören beseitigt. Oder wenn einfach viel Unkraut im Zwischenfruchtbestand ist, das beseitigt gehört. Oder wenn die Zwischenfrucht nicht abgefroren ist, das heißt die Pflanzen, die eigentlich abfrieren hätten sollen, nicht abgestorben sind, weil der Winter nicht hart genug war, die gehören jetzt beseitigt. Oder ich habe überwinterte Komponenten in der Zwischenfrucht oder überhaupt nur überwinterte Komponenten und möchte die jetzt rund um die Saat, vor der Saat oder kurz nach der Saat terminieren und beseitigen mit einem Glyphosatprodukt. Glyphosat wirkt einmal grundsätzlich übers Blatt. Das ist aber ein ganz, ganz entscheidender Faktor. Das heißt, nur Pflanzen mit grüner Biomasse, mit ausreichend grüner oberirdischer Biomasse können davon abgetötet werden. Das heißt, wenn die Pflanzen nicht viel oberirdische Biomasse haben, aber unterirdisch große Speicher, große Wurzelmasse haben, lebende organische Wurzelmasse unter der Erde haben, dann kann man mit einer Glyphosatanwendung wenig tun. Ja, kennt man bei all den Wurzelunkräutern. Die Aufwandmengen schwanken. Es gibt verschiedene Produkte. Die meisten Standardprodukte haben 360 Gramm pro Liter Glyphosat und die Aufwandmenge gehen von 360, 720 Gramm, also 2 Liter bei diesem Produkt, bis zu 1800 Gramm pro Hektar Glyphosat zur Bekämpfung der Unkräuter bzw. in dem Fall der Zwischenfruchtbestände, die man beseitigen will. Welche Aufwandmenge wo nötig ist, das hängt ab. Einerseits von der Konditionierung des Spritzwassers, worüber wir auch noch sprechen werden, also Faktoren, wie man die Wirkung verbessern kann und aber natürlich auch, wie problematisch die Pflanzen sind, die man beseitigen will. Je problematischer die sind, desto höher natürlich ist die Aufwandmenge, je unproblematischer, desto geringer ist es. Entscheidender Fakt, und das habe ich eingangs schon gesagt, bei Glyphosat ist aber eigentlich nicht die Aufwandmenge, sondern die Konzentration. Glyphosat wirkt übers Blatt, wird also über die Cuticula, über die Wachsschicht der Pflanze aufgenommen und diffundiert da hinein. Das heißt, wenn dieses Spritzwasser mit dem Glyphosat auf der Wachsschicht ist, dann gibt es da eine Konzentration an Glyphosat. Und je geringer diese Konzentration ist, das heißt, je mehr Wasser und je weniger Glyphosat in diesem Spritzwasser ist, desto weniger stark kommt es zu diesem Diffusionsaustausch, weil die Konzentration so gering ist vom Glyphosat, desto langsamer dauert das. Deshalb ist es fast notwendig, mit der Wassermenge bei der Glyphosatanwendung so weit wie möglich nach unten zu gehen. Denn 3 Liter Glyphosat mit 150 Liter Wasser haben den gleichen Effekt wie 4 Liter mit 200 Liter Wasser und so weiter. Das heißt, wir können Geld und Wirkstoff sparen, wenn wir mit einer niedrigen Aufwandmenge fahren, weil je höher die Konzentration ist, desto schneller dringt das über die Wachsschicht ein und desto besser und effektiver kann das Glyphosat wirken. Das bedeutet auch ein paar andere Dinge, die man im Hinterkopf behalten sollte. Wenn also das Spritzwasser abtrocknet, dann ist das eigentlich sinnvoll. Das heißt, wenn wir das abtrocknen lassen, verdunstet Wasser und die Konzentration am Blatt steigt. Das heißt, es kommt schneller zum Eindringen des Glyphosats in die Pflanze. Diese Diffusion, das ist im Grunde genommen, kennst du das bestimmt, wenn du irgendwas
auflöst in einem Wasser, verteilt sich das von alleine durch die unterschiedlichen Konzentrationen und genauso funktioniert das hier auch. Wenn es aber zu schnell abtrocknet, das heißt, wenn es ganz, ganz trocken ist, wenn wir eine niedrige Luftfeuchtigkeit haben, dann kann es passieren, dass das Glyphosat, der Wirkstoff, kristallisiert. Das heißt, das Wasser dunstet zu schnell vom Blatt und kann nicht in die Pflanze eindringen. Daher sind die idealen Bedingungen für eine Glyphosatanwendung, wie ohnehin bei vielen anderen Spritzungen auch, aber eine hohe Luftfeuchtigkeit, bedecktes Wetter, nicht zu viel Sonneneinstrahlung. Und natürlich müssen die Pflanzen im Wachstum sein oder sollten die Pflanzen im Wachstum sein, dass das sofort wirken kann. Was hat es jetzt mit den Additiven auf sich? Und das spielt genau in die gleiche Richtung. Additive, insbesondere Öle oder Methylester, pflanzliche Methylester, Pflanzenöle, Methylester, Pflanzenöle, ja, also zum Beispiel Rapsmethylester, ja, sind noch besser, haben genau den Effekt, dass sie versuchen, dass dieses Glyphosat-Spritzwasser-Gemenge an der Oberfläche des Blattes nicht so schnell verdunstet. Das heißt, wenn ich da ein Öl habe, Paraffinöl, aber eben wie gesagt, besser sind so Methylester-Produkte, dann bedeutet das, dass das Abtrocknen langsamer passiert und dass das Eindringen in das Blatt einfach effektiver funktioniert. Deshalb machen Additive unter insbesondere problematischen Umständen besonders Sinn. Netzmittel müssen aber nicht immer Sinn machen. Bei den Netzmitteln geht es ja hauptsächlich um das Abnehmen der Spannung, der Oberflächenspannung des Spritzwassers und einer besseren Verteilung. Das muss nicht immer sinnvoll sein bei der Glyphosatanwendung. Das ist wichtiger, eben auf diese zuvor genannten Additive zu setzen. Ein ganz, ganz wichtiger Punkt ist die Konditionierung des Spritzwassers mit Zitronensäure immer dann, wenn das Wasser einen hohen Anteil an zum Beispiel Kalk hat. Das heißt, hartes Wasser, kalziumreiches, kalkreiches Wasser ist problematisch für Glyphosat. Warum? Die Glyphosatmoleküle, also der Wirkstoff, bindet sich mit Calcium und wird dann irgendwie zu einem Chelat. Ich kann jetzt auch nicht genau erklären, was chemisch passiert, aber faktisch wird durch das freie Calcium in Spritzwasser das Glyphosat unwirksam. Das heißt, die Wirksamkeit reduziert sich massiv. Wenn ich jetzt Zitronensäure in die Spritzbrühe gebe, am besten bevor ich das Glyphosat reingebe, und zwar reden wir da von Mengen von 1 bis 2, 3 Kilo, je nachdem wie hart das Wasser ist, desto mehr muss ich reingeben pro 1000 Liter Wasser. Also das ist nicht viel und kostet auch nicht viel Geld, wenn ich diese Mengen an Zitronensäure in das Spritzwasser reingebe. Dann binde ich mit dieser Zitronensäure diese freien Ionen, zum Beispiel eben das Calcium, und sorge für eine massiv höhere Wirkung des Glyphosats. Das ist wichtig, wenn ich hartes Wasser habe. Gleichzeitig senkt Zitronensäure den pH-Wert und das macht auch das Glyphosat mobiler und die Wirksamkeit etwas höher. Ähnlich, aber doch ein Stück weit anders wirkt das Ammonsulfat. Auch das kann man in die Spritzbrühe reingeben von 10 bis 25 Kilogramm pro 1000 Liter Wasser. Senkt ebenso den pH-Wert und sorgt durch diese hygroskopische Wirkung von dem Ammonsulfat, dass es das Wasser etwas länger hält und das Abtrocknen eben ein bisschen verhindert. Also das heißt, durch diese hygroskopische Wirkung vom Ammonsulfat entzieht es der Luft gewisse Feuchtigkeit und sorgt dafür, dass es ein Stück weit langsamer abtrocknet und wir eben nicht die Gefahr haben, dass das Glyphosat an der Blattoberfläche kristallisiert. Und da gibt es noch die Möglichkeit der Borsäure als Zusatzmittel. Die Borsäure senkt den pH-Wert, also auch hier der Vorteil, gesenkter pH-Wert führt zu einer leicht verbesserten Wirkung des Glyphosat, bessere Mobilität. Aber bei der Borsäure geht es eigentlich darum, dass das Bor bei vielen Pflanzen den Transport des Glyphosats in die Pflanzenteile beschleunigt. Das heißt, das Glyphosat fährt sozusagen am Borzug mit und sorgt für eine raschere und schnellere Wirkung vom Glyphosat. Funktioniert auch bei anderen Wirkstoffen. Bei der Borsäure sind die Praxisempfehlungen bewegen sich so zwischen 2 und 5 Kilogramm pro 1000 Liter Wasser. Übrigens, wenn du bei irgendwelchen Zahlen, die ich hier nenne, andere Erfahrungen hast, dann kommentier das gerne drunter auf YouTube beim Video, dass die anderen Leute das auch wissen, dass es hier zu einem Austausch kommt. Okay, das heißt, wir wissen, wie Glyphosat funktioniert und wie ich die Wirkung verbessern kann. Einerseits durch die Aufwandmenge, aber ganz wichtig eigentlich durch die Konzentration und andererseits durch die möglichen Additive und Verbesserungen. Eins sei noch dazu gesagt, es gibt natürlich schon fertig formulierte Glyphosat-Produkte, bei denen zum Beispiel das Zugeben von Rapsmethylesterprodukten, also so Haftmitteln, nicht nötig ist. Wo ist es jetzt aber sinnvoll und nötig, dass man bei der Anwendung des Glyphosats besonders eben auf die Konzentration achtet und besonders schaut, dass man die Wirkung bestmöglich erhöht bei problematischen Beständen sozusagen? Am einfachsten ist das Ganze
prinzipiell bei ausgesamten Zwischenfrüchten. Wenn Pflanzen und Zwischenfruchtbestände im Herbst blühen und aussamen und dann im Frühling keimen, dann haben sie meistens ein paar Laubblätter oder sind gerade noch im Keimblattstadium und können relativ einfach beseitigt werden. Einziges Problem, wo die Effektivität von Glyphosat auch bei diesem Stadium nicht so hoch ist, sind Wicken und Ackerbohnen, das man im Hinterkopf behalten muss und eventuell mit einem selektiven Herbizid im nachträglich behandeln muss. Schwieriger wird die ganze Sache bei Pflanzen, die überwinternd haben. Das heißt, nicht abgefrorene Zwischenfruchtbestände. Warum die? Zum Beispiel bei einem Ölrettich. Der hat sehr, sehr viel unterirdische Biomasse, friert ab, friert aber nicht zur Gänze ab, treibt dann durch. Das heißt, wir haben wenig oberirdische Pflanzenmasse, wenig oberirdisches Grün, wo das Glyphosat hinkommen kann, viel unterirdische Wurzeln, viel gespeicherte Energie der Pflanze unterirdisch. Das heißt, wir müssen da mit der vollen Aufwandmenge fahren und alle Register ziehen, die uns zur Verfügung stehen. Umgekehrt ist es aber so, bei überwinternden Zwischenfruchtbeständen gilt, je mehr Biomasse die haben, das heißt, je schöner die aus dem Winter herauskommen und je weiter die antreiben, desto höher muss ich natürlich die Aufwandmenge setzen, damit ich das beseitigen kann. Also kann ich nicht mit den niedrigsten Konzentrationen fahren, sondern tendenziell mit den etwas höheren Konzentrationen. Und da unterscheidet sich es dann auch noch ganz zentral bei den Pflanzenarten. Leguminosen und Gräser sind eher problematisch mit Glyphosat zu bekämpfen. Fangen wir bei den Gräsern an, da geht es um zum Beispiel Grünschnitt, Roggen, also Getreidearten. Der ist eigentlich einfach zu bekämpfen, solange er nicht im Schossen ist. Sobald diese Pflanzen ins Schossen kommen, wird die Bekämpfung schwieriger. Sobald die holziger sind, wird es schwieriger. Je kleiner sind, desto einfacher ist es. Bei den Leguminosen ist es so, dass viele Leguminosen einen biologischen Abwehrmechanismus gegen Glyphosat haben. Das lässt sich sogar wissenschaftlich ergründen mit irgendwelchen Enzymen, die da in Leguminosen zu höheren Konzentrationen dann sich entwickeln, wenn ein Glyphosat in die Pflanze kommt, und dadurch können sie die Anwendung besser überstehen. Und deshalb muss man gerade bei Leguminosen eben auch hier alle Register ziehen. Das heißt, mit der Konzentration hochfahren, schauen, dass es eine gute Benetzung gibt, das Spritzwasser konditionieren, Additive verwenden, um hier bestmöglich die Pflanzen abzutöten. Es gibt dann auch noch die Möglichkeit, dass man die Pflanzen, bevor man mit Glyphosat behandelt, leicht mechanisch beschädigt. Das heißt, dass man sie in eine gewisse Stresssituation bringt mit einer Walze. Da muss man aber aufpassen, weil ein zu starkes Schädigen kann dazu führen, dass Pflanzenteile absterben und natürlich dann wieder weniger Wirkstoff aufgenommen werden kann, also weniger Oberfläche für die Aufnahme zur Verfügung steht. Das heißt, das ist eine Gratwanderung, die kann aber funktionieren, wenn man das richtig macht. Grundsätzlich, wann ist der richtige Zeitpunkt? Das kannst nur du wissen natürlich. Das hängt davon ab, wie weit die Pflanzen entwickelt sind, wie leicht tue ich mir mit der Bekämpfung. Das hängt vom Wasserhaushalt am Acker ab, wie trocken ist das früher, wann muss ich eingreifen, wie früher es geht. Das hängt natürlich auch, um das nicht zu vergessen und hier zu erwähnen, von den Zulassungen ab. Ich spreche alles nur über alle Möglichkeiten, die es gibt, aber wir sind hier eingeschränkt von den verschiedensten Zulassungen. Es gibt so einen Haufen von Glyphosat-Produkten, alle haben aber andere Zulassungen. Frage mich nicht, warum das so ist. Das heißt, auch hier muss man natürlich darauf Acht geben, dass man hier innerhalb des rechtlichen Rahmens sich bewegt. Man kann ja auch nach der Saat eine Glyphosat-Behandlung machen, ein paar Tage nach der Saat, solange die Kultur noch unter der Erde ist. Hier gilt es zu berücksichtigen, immer wenn ich irgendeine Bearbeitung vor der Glyphosat-Anwendung mache, dass vor allem kleine Pflanzenarten natürlich durch bewegte Erde, durch Schmutz bedeckt sind und dann den Wirkstoff nicht so gut aufnehmen können. Und bei all diesen Anwendungen gilt auch zu berücksichtigen, das ist oft ein Problem bei einer Glyphosat-Anwendung, der Spritzschaden. Wenn ich viel oberirdische Biomasse habe, vielleicht abgestorbenes Zwischenfruchtmaterial habe und der Wirkstoff nicht so gut nach unten kommt, nicht so gut zu den Zielpflanzen kommt, dann habe ich natürlich auch weniger Wirkstoff und geringere Wirkung. Also ich hoffe, ich habe nichts vergessen. Ich habe die wichtigsten Hacks und Hilfestellungen für die Anwendung von Glyphosat in einen Zwischenfruchtbestand mitgenommen, mitgeteilt. Wenn du was anzumerken hast, wie gesagt, kommentier es unten. Ich freue mich. Bis bald. Wenn dich das Thema interessiert, wenn sich Ackerbau, der nachhaltig und profitabel ist, interessiert, wenn das dein Thema ist, dann abonniere doch gerne unseren Kanal.